Hallo zusammen. Ja, einige fragen sich bei euch, ja, wie geht's denn jetzt beim Jan in der Werkstatt weiter? Und es gibt Neuigkeiten. Ich muss aus der Scheune raus. Und ja, bin auf der Suche, beziehungsweise habe einfach jetzt eine Lösung gefunden, die wollte ich euch gerne mitteilen, weil es euch natürlich auch interessiert, wie es denn jetzt so weitergeht mit der Werkstatt. Und ja, es gab schöne Erlebnisse, einfach auch gute gemeinsame Arbeiten, auch für die Nachbarschaftsinitiative. Workshops haben stattgefunden. Ich habe viele Dinge gelernt, einfach auch. Hier ein Bild mal von der Trockentrennen Workshop und hier für eine Umweltinitiative haben wir da Dinge zusammen schön gebaut. Wunderbarer Tag. Ja, ich konnte einfach so das Gefühl genießen, wie es ist, so indigen, handwerklich, ähm, naturbewusst halt sozusagen zu arbeiten und Dinge zu entwickeln. Aber die Zeit nimmt jetzt, ja, ich muss Abschied nehmen und mich auf was Neues konzentrieren. Was habe ich denn gelernt? Ich habe viele Dinge, ja, mir aneignen können. Schweißen, hier 'n Pyrolyse-Schwerkraftofen, den ich auf einem Waldcampingplatz dann installieren durfte und funktioniert wunderbar. Wir haben Pizza drin gebacken, hier mit dem Jan, heißt genauso wie ich. Und das Thema Hitze oder Wärme, Pyrolyseofen, zweistufige Verbrennung, habe ich auch eine wunderbare Low-Tech-Lösung einfach gefunden. Und auch das Thema Wasser, also Wasser im Kreislauf nutzen, Grauwasser nutzen und dergleichen. Das hat mich alles in der Scheune gut weitergebracht, vieles eben gelernt. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie sieht denn jetzt die Lösung aus? Ja, also 200 Quadratmeter, wie kann ich da jetzt eine Werkstatt finden so schnell? Da sind jetzt 4 Jahre Arbeit einfach auch stecken in diesem inneren Innenraum halt drin. Und ja, die Lösung sieht aus, dass wir diesen Anhänger hier, der eigentlich für den Schäferwagen gedacht ist, also sprich den ersten Workshop, den ich eigentlich ansetzen wollte, hier für den mobilen Hausbau. Aber jetzt rücke ich selber sozusagen in den Mittelpunkt, das Leben will, dass ich mehr, ja, in meine Unmittelbarkeit komme. Und deswegen wollen wir euch jetzt mal das Konzept vorstellen, was wir da uns ausgedacht haben, wohin die Reise gehen soll. So. Und zwar, wir wollen die offene Werkstatt, die wir ja da hatten, klar, ich habe es gewerblich auch genutzt und für meine Forschungszwecke und Entwicklungssachen. Aber hier geht es jetzt darum, die bestehende Werkstatt in eine offene, mobile Werkstatt zu wandeln und zu transformieren. Ich selber mache da auch Prozesse sozusagen durch. Und ja, wie sieht es aus? Also, der gezeigte Trailer-Anhänger, auf dem ist also diese mobile Werkstatt als Nutzlast verankert über eine Kopflasching-Methode, so dass er im Straßenverkehr einfach gut verkehrssicher läuft. Ihr seht an der Seite schon Solarmodule, die integriert sind. Das Kopfflushing, die Laschen werden entfernt. Dann besteht der Boden aus Hohlkammerprofilen verzinkt. Und hier werden jetzt beim Ankommen auf dem Platz X halt Hohlprofile eingeschoben, ist also nach außen offen. Und dann werden hier für den Outdoor-Bereich Wagenheber angesetzt. Die kann man mit Hebeln sozusagen einfach bedienen. Also 2 Personen können also dieses Gebäude, wie ihr es jetzt hier seht, anliften, hochheben, sodass der Trailer unten frei ist. Und damit kann man natürlich den Anhänger für andere Zwecke nutzen, beziehungsweise dann in Schäferwagen, wie wir es uns ja wünschen, bauen. Und ich bin froh, dass ich jetzt einfach diese Lösung gefunden habe, weil jetzt auch, sage ich mal, mit dem Konzept auch die Dinge, die ich in der Scheune auch umsetzen wollte, wie mehr Licht für Hydroponik und so weiter, sind hier einfach jetzt möglich. Ihr seht im oberen Bereich eben als Glashaus, Gewächshaus sozusagen auch ein Stück weit, damit ich da die Hydroponik einfach hängend installieren kann.
So, weiter geht's. Der Trailer kann also rausgefahren werden. Mittelstützen sind nun mal eingefügt hier. So, dann können alle Klappen eben über diese Hydraulikstempel halt geöffnet werden. Ihr seht, vorne und hinten ist, also bei den Großflächen, ist es jeweils gekippt, damit man einfach nach Süden gute Solarernte hat, gute Stromernte. Aufklappbare Werkbänke, ja, die in dem Rahmen einfach auch in dem Fachwerksrahmen so drinstecken. Und dann ist hier, ich mache nochmal 10 zurück, hier im oberen Bereich sind vier Regalsysteme, die oben eingebunden sind, weil ich will ja mein Werkzeug und mein Material auch natürlich mitnehmen. Und die werden dann einfach, weil ja Platz unten ist, unten dann reingebaut. Genau, ein bisschen hochgehoben, Platten drin, dass man da alles schön integrieren kann. So, weiter geht's. Dann kann man die Werkplatten, die Arbeitsplatten nach unten klappen, damit eine Art Schutzraum entsteht. Meine Biogasanlage, die möchte ich natürlich mitnehmen und die kann ich also hier jetzt über Rampen nach draußen fahren. Genau. Dann kommt der Pyrolyseofen, den ihr gerade gesehen habt, der kommt jetzt zum Einsatz, weil man hier jetzt eben durch die heruntergeklappten Werkbänke nach unten eben Warmluft einführen kann, also frische Warmluft, und im Boden sind Löcher drin, sodass ich Fußbodenheizung habe. Was ich auch in der Scheune eigentlich einbauen wollte für den oberen Raum. So, die Rampen schiebe ich zusammen, damit ich einen Gehweg habe. Und wenn es Winter ist, dann schließe ich natürlich die Klappen, habe den Gewächshauseffekt, aber kann auch mit additiv mit der Pyrolyseofen arbeiten. So, okay. Was dazu noch kommt, ist ein Batteriespeicher. Den zeige ich euch gleich. Ja. Und damit ist dann eigentlich das Konzept fertig. Zu diesem Vorhaben lade ich einfach auch zum Crowdfunding ein. Es soll eine offene Werkstatt werden. Und ja, freue mich über eure Kommentare und vielleicht auch euren Zutrag. Tschüss.